was auch noch super cool war, fällt mir gerade ein, wir wurden mal in den Universal Studios erkannt. In Los Angeles. In Los Angeles von einem Mitarbeiter, der hat gesagt, hey, you're the Baseballs. Und wir so, Alter, Also wir waren mit können wir denn noch irgendwo mal in Ruhe hingehen? Hit my baby one more time. From the hit, hit, hit. Hit me baby one more time. Baby, best way I can. I'm back in your mouth. Stopp! Stopp! Da waren wir in Australien. Ah ja. Dann in Australien, Sydney, auf der Harbour Bridge. Sydney. Und man sieht in meinem Gesichtsausdruck ein bisschen, sagen wir, der Respekt vor der Höhe. Richtig. Und das ist jetzt schon wiederum Mexiko, ne? Also. Ja, man hat richtig geraten. Wie du mal selber feierst danach. Wieder einen Satz geschafft. Ja, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Das war die Finnland-Doku, ne? Das war, ja, Finnland ist, glaube ich, eh nochmal so ein Ding für sich. Die haben das, glaube ich, selber Baseballs Mania genannt, weil wir da wirklich, man muss es wirklich mal so sagen, wir waren da wirklich richtige Superstars. Das war 2009 und das ist ja das erfolgreichste Album. Also es ist immer noch, glaube ich, so, dass das Strike in den ewigen Charts irgendwie in den Top 25 ist oder so in Finnland. Das war irgendein finnischer Plattenfirmenchef meinte auch mal, die haben ausgerechnet, rein theoretisch müsste jeder Haushalt in Finnland eine CD von uns haben. Man muss ja schon sagen, auf jeden Fall, dass wir extrem dankbar sein müssen, dass es Finnland auch gab. Ja, weil ich glaube, ohne das Land Finnland hätte es irgendwie nicht Ich glaube, so... es gibt Finnland noch. Ja, genau. Also zumindest, dass Finnland da war für uns, ja, also von Anfang an und diese Hysterie um die Baseballs irgendwie gestartet hat, weil danach ging es eigentlich so los, dass die ganzen anderen Länder, umliegenden Länder irgendwie darauf aufmerksam geworden sind. Let's welcome the Baseballs to this stage, ladies and gentlemen. Thank you to our families, to our friends, to our great Baseballs backing band, and of course to our lovely, lovely fans all over Europe. Thank you very much. Mumford & Sons geschlagen, ne? Zack, wer sind Mumford & Sons? Mann, waren wir mal erfolgreich. Russland? Oder? Ja. Russland, ja. Sim. Same, ja. Ja, Russisch ganz. Wenn du mal in einem russischen Film mitspielst, möchte ich, dass der Mann deine Stimme synchronisiert. Sieht toll aus. Was ist das nochmal? Let's Dance in Polen, ja. Ach, war das diese klitzekleine Bühne, auf der wir standen? Genau, diese Mini-Bühne. Es gibt ihn wirklich, den holländischen Herbert Grönemeyer. Also es gibt so einen Star in Holland, der heißt Guus Meeuws. Persönlich haben wir Guus Meeuws auf jeden Fall das erste Mal kennengelernt, als wir von ihm reingelegt wurden bei so einer versteckten Kamera. Das war tatsächlich ganz lustig. Es waren halt irgendwie 2 japanische Interviewer und da dachten wir dann, jetzt ist der Schritt nach Japan nicht mehr weit, weil wir gebrieft worden sind, ihr habt da jetzt irgendwie in Amsterdam ein Interview mit 2 Japanern. Und das Ding war halt, dass es, wir haben es, glaube ich, echt wirklich alle erstmal geglaubt, ne? weil wirklich da 2 Japaner waren, mit deren Landessitten wir überhaupt nicht zurechtkamen. So. Die haben einem die Hand nicht gegeben, haben ganz komische Fragen gestellt, ne? und wir mussten uns die Hand vor den Mund halten, um nicht loszulachen. Was wir trotzdem gemacht haben. Was wir trotzdem mussten. Wie hieß sie? Uschi? Ja, ja. Na, also die Rolle, die sie spielt und sie hat ja wirklich Weltstars veräppelt. Adele hat sogar bei ihr und so, das war Ja, also wirklich, also, ganz bekannte Interviews, ja. dass wir da mit in diese Reihe mit eintreten dürfen, das war natürlich auch schon ganz krass. Der ist halt seit über 20 Jahren Riesenstar in Holland und macht einmal im Jahr, spielt er immer 4 Konzerte in Eindhoven, in seiner Heimatstadt. Und dafür nimmt er das Fußballstadion von PSV Eindhoven. Und zu einer Show dann hat er uns dann eingeladen quasi als Überraschungsgast. Und ich glaube, das war für uns alle wirklich ein Moment, wo wir selbst beim Soundcheck richtig aufgeregt waren, richtig nervös waren. Wir haben mit seiner Big Band irgendwie zusammen gespielt, ich glaube 2 Songs von uns, ne, und dann noch einen mit ihm zusammen, sein Hit. Und allein schon dieses Stadion im Soundcheck reinzukommen, diese riesen 45.000 Leute passen da rein. Ist auch jedes Jahr schon im weit voraus, ich glaube die ersten 2 Termine sind immer schon im Jahr vorher ausverkauft. Und das war echt beeindruckend. Also wir werden sehr oft gefragt in Interviews, was waren für euch die schönsten Momente in den 10 Jahren? Und das ist, ganz oft sagen wir dann Memphis, weil wir da auch bei Graceland waren, ne? Und weil wir halt einfach dann an der Geburtsstätte des Rock'n'Roll waren. Aber wenn man das jetzt sieht, das ist natürlich echt, also was will man da denn mehr? Also, sorry, wer ist Justin Bieber? Ja?
Wenn wir hier irgendwann mal drin ein Album aufnehmen könnten, dann wäre das schon echt was ganz, ganz Tolles. Und 7 Jahre später, ne, ist es dann tatsächlich passiert. Also wir haben da wirklich die Möglichkeit gehabt, mit unserer Band hinzureisen. Also das war schon, wie soll ich sagen, das war schon eine Hausnummer. Also in dem Raum dann wirklich zu stehen, der noch original belassen ist, die Wände, ja, und Decken und Fußböden, die noch aus den 50er Jahren stammen. Und das war dann schon echt eine ganz, ganz große Erfahrung und die möchte ich nicht missen. Und die Idee war dann halt eben, so die Songs, die man bei uns so als Hits beschreiben kann, so eben schon akustisch aufnimmt, also wirklich so wie damals, wie es früher in den Studios gemacht wurde und damit halt schon irgendwie eine Best-of-Platte hat, so wie es früher halt die auch schon gab, aber trotzdem mit dem Twist, dass es eben ganz anders klingt und viel rougher und viel natürlicher und eben nicht so durchproduziert ist, wie es heutzutage oft verlangt wird. Wir freuen uns natürlich dann auch bald wieder auf Tour zu gehen. Also wir planen gerade was für Frühjahr 2018. Hoffen wir, dass wir es dann auch bald bekannt geben dürfen. Und dann muss man sich natürlich irgendwann auch wieder Gedanken machen, was ist das nächste Album, was ist die neue Idee. Und das ist jetzt kommt jetzt alles erst auf uns zu. Aber da freuen wir uns wie die letzten Jahre auch immer drauf. Nach diesen 10 Jahren, wo man echt schon viel erlebt hat und ganz, ganz tolle Sachen gesehen hat, bin ich noch nicht satt davon, ja, sondern im Gegenteil. Also es macht eher Lust und auf mehr und ich glaube, generell sollte man sich auch auf sowas nie ausruhen. Es ist schön, dass das alles passiert ist und wir wissen das auch alles richtig einzuschätzen und trotzdem ist es so, dass wir alle gerne hart weiter daran arbeiten wollen, damit es in 10 Jahren wieder heißt, jetzt machen wir mal ein paar Interviews zu den 20-jährigen Anniversary, ja, und mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Aber ihr werdet euch noch wundern, wenn wir in 20 Jahren den Echo gewinnen. Fürs Lebenswerk. Fürs Lebenswerk. Hit me baby one more time.